Ein wertvoller Diamant wurde gestohlen. Der Diamant war das Hauptstück in einer teuren Ausstellung im Museum. Die Polizei wurde sofort informiert, als der Diebstahl entdeckt wurde. Kommissar Müller übernahm den Fall und begann sofort mit den Ermittlungen. Es ist kaum zu fassen, dass so etwas in einem so sicheren Museum passieren konnte, sagte er nachdenklich. Die Sicherheitskameras hatten den Moment des Diebstahls nicht aufgezeichnet. Jemand muss die Kameras absichtlich ausgeschaltet haben, stellte Müller fest. Die Mitarbeiter des Museums wurden alle befragt, aber niemand schien etwas Verdächtiges bemerkt zu haben. Vielleicht war der Dieb jemand, der hier regelmäßig arbeitet, dachte Müller laut. Die Diebstahlspur führte Müller zu einem Mitarbeiter namens Markus, der für die Sicherheit der Ausstellung zuständig war. Markus schien nervös, als er von der Polizei befragt wurde. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, sagte er, während er versuchte, ruhig zu bleiben. Doch seine unruhigen Augen verrieten etwas anderes. Müller fragte sich, ob Markus vielleicht etwas verbergen wollte. Hast du zufällig etwas bemerkt, was seltsam war? Fragte Müller noch einmal. Markus zögerte, dann sagte er, nun, es gab einen fremden Mann, der in der Nähe der Ausstellung stand und sich sehr für den Diamanten interessierte. Müller war sofort auf Alarm, konnte der Mann vielleicht der Dieb sein, fragte er sich. Er bat Markus, mehr über den Mann zu erzählen. Er trug einen schwarzen Mantel und eine Sonnenbrille, obwohl es draußen sonnig war, erzählte Markus. Das klingt sehr verdächtig, murmelte Müller. Die Ermittlungen führten dazu, dass der unbekannte Mann ein ehemaliger Dieb war, der wegen ähnlicher Verbrechen bereits verurteilt worden war. Es ist also klar, dass er der Dieb ist, sagte Müller, als er die Informationen erhielt. Doch es gab ein Problem, der Mann war verschwunden und hinterließ keine Spur. Wir müssen ihn finden, bevor er den Diamanten verkauft, sagte Müller mit Entschlossenheit. Die Polizei setzte eine Fahndung nach dem Mann aus, aber er schien wie vom Erdboden verschluckt. Es gibt nur einen Weg, wie wir ihm auf die Spur kommen können, dachte Müller. Müller beschloss, sich die Überwachungsaufnahmen der umliegenden Straßen anzusehen, um nach Hinweisen zu suchen. Stundenlang durchsuchte er die Aufnahmen, bis er endlich den Mann in einer Ecke eines Cafés entdeckte. Der Mann hatte den Diamanten nicht in der Hand, aber er schien mit jemandem zu sprechen, der ein großes Interesse an dem Diamanten hatte. Vielleicht ist er derjenige, der den Diamanten kaufen will, dachte Müller. Müller und sein Team beschlossen, das Café zu beobachten, in der Hoffnung, den Mann zu fassen. Es könnte noch einige Zeit dauern, aber wir müssen geduldig sein, sagte Müller zu seinen Kollegen. Doch plötzlich, als sie das Café von außen beobachteten, bemerkten sie etwas Seltsames, der Mann verließ das Café, ohne sich umzusehen.
Das ist ungewöhnlich, sagte Müller, er hat normalerweise immer einen Blick auf die Umgebung geworfen. Der Mann schien sich seiner Verfolger nicht bewusst zu sein. Sie folgten ihm heimlich und beobachteten, wie er in ein altes Gebäude ging. Vielleicht versteckt er den Diamanten dort, dachte Müller. Die Polizei umzingelte das Gebäude und forderte den Mann auf, sich zu ergeben. Nach einer kurzen, aber angespannten Auseinandersetzung gab der Mann schließlich auf. »Wo ist der Diamant?« fragte Müller sofort. Der Mann sah ihn finster an. »Du wirst ihn nie finden«, sagte er mit einem schiefen Lächeln. Müller wusste, dass er der Wahrheit näher war als je zuvor. Die Polizei durchsuchte das Gebäude und fand schließlich den Diamanten in einem geheimen Raum. Es war ein langer und schwieriger Fall, aber wir haben ihn gelöst, sagte Müller zufrieden. Der Dieb wurde verhaftet und der Diamant sicher an das Museum zurückgegeben. Es ist wie das Sprichwort sagt, am Ende wird immer die Wahrheit ans Licht kommen, sagte Müller zu seinem Team. Das Museum war froh, den Diamanten wieder zu haben, und dankte der Polizei für ihre ausgezeichnete Arbeit. Müller fühlte sich erleichtert, aber er wusste, dass in seiner Karriere noch viele weitere spannende Fälle auf ihn warteten. Doch für jetzt konnte er sich endlich zurücklehnen und den Erfolg genießen. Es war ein harter Fall, aber ich habe gelernt, dass Geduld immer belohnt wird, dachte Müller, während er nach Hause fuhr. Auf dem Weg nach Hause dachte Müller noch einmal an den Fall nach. Es ist wirklich erstaunlich, wie gut die Ermittlungen liefen, dachte er. Er hatte viele Stunden damit verbracht, nach Hinweisen zu suchen und Informationen zu sammeln. Doch am Ende hatte sich alles zusammengefügt. Als Müller nach Hause kam, wurde er von seiner Frau begrüßt. »Wie war der Fall?« fragte sie neugierig. »Es war ein schwieriger Fall, aber wir haben den Diamanten zurückbekommen«, antwortete Müller mit einem Lächeln. »Das ist großartig, ich wusste, dass du es schaffen würdest«, sagte sie stolz. Müller setzte sich und erzählte seiner Frau von den Details des Falls. Der Dieb hatte wirklich gut geplant, aber er hatte nicht mit unserer Geduld gerechnet, sagte er. Es ist faszinierend, wie er uns in die Irre geführt hat, fügte er hinzu. Aber du hast alles richtig gemacht, indem du den Hinweis in den Überwachungsaufnahmen gefunden hast, sagte seine Frau. Müller nickte zustimmend, das war der entscheidende Moment. Es fühlt sich gut an, wenn man weiß, dass man das Richtige getan hat, sagte er nachdenklich. Am nächsten Tag ging Müller wieder ins Büro. Ich bin froh, dass der Fall endlich abgeschlossen ist, sagte er zu seinem Kollegen. Ja, aber wer weiß, was als nächstes kommt, antwortete der Kollege mit einem Lächeln. Müller lachte, da hast du recht, die Arbeit hört nie auf.
Der Fall des gestohlenen Diamanten hatte viele Menschen beschäftigt, aber jetzt war er abgeschlossen. Müller wusste, dass er in Zukunft noch viele andere Herausforderungen meistern würde. Aber das ist der Job eines Kommissars, dachte er. Es war nicht nur die Jagd nach Verbrechern, sondern auch die Verantwortung, für Gerechtigkeit zu sorgen. Und es gibt nichts Besseres, als die Wahrheit ans Licht zu bringen, fügte er hinzu. Am Abend saß Müller mit seiner Familie zusammen und erzählte ihnen von seiner Arbeit. Manchmal ist es hart, aber es lohnt sich, wenn man den Fall löst, sagte er. Seine Kinder hörten aufmerksam zu, obwohl sie noch nicht ganz verstanden, was ihr Vater tat. »Papa, was machst du eigentlich den ganzen Tag?« fragte sein jüngster Sohn. Müller lächelte: »Ich helfe, Verbrecher zu fangen und die Wahrheit herauszufinden.« »Das klingt spannend«, sagte seine Tochter begeistert. Müller nickte. Es ist aufregend, aber auch manchmal sehr anstrengend. Nachdem das Abendessen beendet war, ging Müller früh ins Bett, um sich auszuruhen. Morgen beginnt ein neuer Tag, und es warten neue Fälle auf mich, dachte er, als er ins Bett ging. Doch der Fall des gestohlenen Diamanten würde ihm noch lange im Gedächtnis bleiben. Es war ein Fall, der ihm nicht nur als Kommissar, sondern auch als Mensch viel beigebracht hatte. Vielleicht ist das der wahre Wert meiner Arbeit, dachte Müller, bevor er einschlief. Am nächsten Morgen, als Müller das Büro betrat, wurde er von seinen Kollegen begrüßt. »Hast du schon den neuen Fall gehört?« fragte ein Kollege. »Schon wieder ein Diebstahl?« fragte Müller. »Ja, aber dieses Mal ist es etwas anders«, antwortete der Kollege geheimnisvoll. »Dann lass uns sehen, was uns erwartet«, sagte Müller mit einem Lächeln. Er wusste, dass er nie wusste, was als nächstes kommen würde, aber das war der Reiz seiner Arbeit. Das ist wie ein Spiel, bei dem man nie den Ausgang kennt, dachte er. Aber das macht es auch so spannend. Müller war bereit für das, was auch immer als nächstes kam. »Ich werde nicht nachlassen, bis ich die Wahrheit finde«, sagte er entschlossen. Und so begann der nächste Fall für Müller. Die Herausforderung war groß, aber Müller wusste, dass er sie meistern würde. In seiner Arbeit gab es immer neue Überraschungen, aber das machte sie auch so faszinierend. Und während er sich auf den neuen Fall vorbereitete, dachte er noch einmal über den gestohlenen Diamanten nach. Der Diamant mag gestohlen worden sein, aber die Wahrheit wurde nicht gestohlen, dachte Müller mit einem zufriedenen Lächeln.